Ja, hallo Leute, guten Morgen. Ja, jetzt ist der 20.08., jetzt geht's los. Tasche gepackt und jetzt holt mich gleich mein Kumpel der Toni ab und dann geht's in ein neues Abenteuer. Mir geht schon so die Düse, aber schauen wir mal, was da kommt und einfach dabei bleiben, dann gibt's mehr. Ciao. Damit da überhaupt mal eine Vorstellung ist, was wir hier geplant haben, hier der Prospekt des indischen Veranstalters. Hier konnten wir die Motorräder buchen und es handelte sich um eine 12-tägige Tour durch das Himalaya-Gebirge mit Guides, die uns dabei begleiteten. So mal der theoretische Plan. Angekommen am Flughafen sind wir noch guter Dinge, aber das sollte sich gleich ändern. Ja, wir haben jetzt folgende Situation, dass wir jetzt hier am Check-in sind. Und ein Toni, sein Visum wird nicht anerkannt, weil er Andrea in der Nummer hat beim Ausweis. Und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also der Toni hat jetzt keine Möglichkeit mitzufliegen. Und das ist jetzt Oberscheiße. Ja, Abbruch. Toni kann nicht fliegen. Der hat Andrea in seinem Visum, in der Ausweisnummer im Visum, die können ihn nicht fliegen lassen. Der Flug wurde jetzt für ihn für ungültig erklärt. Und jetzt ist der Worst Case da, ich muss alleine fliegen. Boah, mir kommen fast die Tränen. Ich melde mich später nochmal. Ja, da geht er jetzt dahinter, Toni. Ja, alles gut. Und jetzt bin ich allein. Mein Kumpel Toni nicht dabei. Und ich tue mich jetzt so schwer, die Fassung zu bewahren. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, zu canceln. Toni hat aber gemeint, ich sollte die jetzt nicht machen. Ja. Ich bin jetzt angekommen, Mitternacht. Mit der Fluggesellschaft Indigo ging es von Delhi bis nach Srinagar im Kaschmir. Das Wetter ist noch schön und der Himalaya erscheint am Horizont. Ankunft in Srinagar. Bei der Taxifahrt zum Hotel hatte ich schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was mich verkehrsmäßig hier erwarten wird. So, das ist also jetzt mein Hotel. Das Haus hier. Sind alle sehr bemüht. Da noch etwas Zeit ist bis zur Motorradübergabe, habe ich etwas die Stadt erkundigt. Anbei ein aktuelles Update zum Stand Visum von meinem Kumpel. Der Flug ist also nicht, den gibt es noch, also konnte er jetzt umbuchen, kostet zwar ein bisschen Geld, aber er musste ja das Visum nochmal neu beantragen, das neue E-Visum. Das hat er auch gestern Mittwoch hat er das auch gemacht. Heute ist Donnerstag, ich bin jetzt hier und er könnte morgen Mittag um 13 Uhr die Maschine von München nehmen, aber nur, wenn sein E-Visum bis dahin auch genehmigt wird. Das ist jetzt ein Zittern und ein Bangen und ja, liebe Leute, drückt uns alle die Daumen, dass der kommt, weil wir wollen ja wieder schöne Tour machen, schöne Bilder machen, viel Spaß haben. Ja, aber drückt die Daumen, Leute. Ich glaube, das ist er. Good morning.
Eigentlich. Hallo, ich sag grüß das dich. Ich freue mich, da Jetzt sind wir da. Anschließend unternahmen wir noch einen Ausflug zum Dal Lake. Das ist ein berühmter Süßwassersee in Srinagar, der auch als Krone des Kaschmirs bezeichnet wird. Er ist bekannt für seine schwimmenden Gärten und die traditionellen Hausboote. So, heute nochmal wie die Maharajas sitzen wir jetzt hier in einem Boot. Wir sind nochmal auf dem Dal Lake. So, da ist unser Captain. Hallo Captain. So, und jetzt genießen wir nochmal den See, bevor es morgen schlecht Wetter wird. Kann man Blumen kaufen da hinten, gell? Oh, schöne Blumen. Hallo. Thank you. Thank you. So, jetzt kam gerade der Truck mit den Bikes. Das sind die 450er Royal Enfields. Ja, ich habe schon ein bisschen Bedenken gehabt, ob sie überhaupt noch kommen, aber schaut gut aus. Ja, bis jetzt geht's gut. Wir haben jetzt schon die erste Kontrolle hinter uns. Da hinten sind wir einfach weitergefahren, weil der Toni durch den Helm gesagt hat, fahr weiter. Das war also jetzt unsere erste Vormittagstour von Srinagar bis zum Zojala Pass. Dieser Pass verbindet das Kaschmirtal mit Ladakh. Hier musste man wieder alle Daten angeben, wer man ist, wie lange man da bleibt, Visum etc. Jetzt haben wir noch hier einen Imbiss gegessen, so eine Gemüseteigtasche, Samosa heißt die, glaube ich, also es ist wie in Bayern der Leberkäse. Ja, und jetzt geht's weiter, wir haben noch ca. 3 Stunden vor uns.
war jetzt der erste Tag unserer Motorradreise. Wir sind heute von Srinagar nach Kargil gereist. Das ist jetzt der Ort, den ihr hinter mir seht, auf ca. 2700 Meter Höhe. Ja, vormittags hatten wir Regen, nachmittags war der Regen dann weg. Die Temperaturen waren so zwischen 11 und 17 Grad, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Der Verkehr lässt hier auch sichtlich nach. Das ist das White Castle Hotel hier am Hang. Wir haben jetzt erstmal einen schönen Kaffee getrunken. Zimmer sind super, WLAN ist da, also alles tippitoppi. Ja, noch waren wir guter Dinge, aber was uns heute erwarten würde, das hatten wir nicht auf dem Schirm. So, kleine Pause. Es begann zu regnen, und zwar heftig. Zum Glück hatten wir uns noch göttlichen Segen an den Gebetsrollen abgeholt. Komm, 4000 leben noch. Jetzt sind wir, glaube ich, auf 4100 Meter, sagt der Christian. Ja, 4100. Da waren mal Leitplanken da unten. Die Situation ist äußerst brenzlig. Mein Puls ist extrem hoch. Von oben drohen neue Felsbrocken runterzustürzen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe richtig Angst. Straßenarbeiter winken durch. Man kann nur einzeln die Stelle passieren. Endlich, es geht weiter. Der National Highway 1D existiert nicht mehr. Hier wurde notdürftig eine Straße aufgeschüttet. Ja, wunderbar. Wunderbar, alles. Irgendwie hat sich gerade bei dieser Situation unsere Gruppe getrennt. Ich weiß nicht mehr, bin ich vorne oder bin ich hinten. Ich will nur noch aus diesem Tal raus. Immer wieder kommen Erdrutsche von oben runter. Endlich, ich treffe Kay, der unverletzt am Straßenrand steht. Wo ist Toni? Endlich, Toni kommt auch. Also das war jetzt, glaube ich, Horror. Das war jetzt Horrorshow, gell? Endlich, das Tal weitet sich, wir kommen in die Hochebene von Leh, das Wetter beruhigt sich und wir sehen die ersten Stupas und wissen, dass wir nun im Buddhismus angekommen sind. Ja Leute, wir sind jetzt irgendwo im Nirgendwo. Das ist der Toni. Es war heute ein Tag wie kein anderer. Also hier ist ja jetzt alles gut. Aber wir haben eine Regenschlacht hinter uns, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Erdrutsche, also es war wirklich wirklich sowas Krasses habe ich noch nie erlebt. Da ist ein Berghang in so einer Schlucht runtergekommen und konnte man nur einzeln durch.
weil von oben Steinschlag war, ein See, also wirklich eine Pfütze, ich weiß nicht, wie tief das war. Was war denn das? Ja, einen halben Meter fast, einen halben Meter. Ja, wie lang war das? 30 vielleicht, 30 Meter, irgendwie sowas. So, und jetzt machen wir irgendwo Stopp. Mr. K. hat ein Team, Mr. K. Okay, hi. Und unser Guide hat noch was zum Essen, Sapi. Super. Ja, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das Wetter beruhigt sich allmählich. Hier sind wir am Sanggang Point. Das ist der Zusammenfluss zwischen Indus River und Zanskar River. 30 kilometers, I think so. Wir erreichen endlich unsere Unterkunft in der Stadt Leh. Wir sind jetzt von Srinagar 430 Kilometer, 450 Kilometer. Jetzt ist abends um 6:30, 10 Grad durchgefroren. Wir sind gerade eingefahren. Was für ein Tag. Es gibt zwar aktuell keinen Strom und auch kein Internet, aber wir sind heile angekommen. Ja, die Wettervorhersagen für den nächsten Tag sind sehr bescheiden. Unsere beiden Guides hatten für diesen Tag abgesagt, es wäre geplant gewesen, über den Khadung La zu fahren. Das ist aber nicht möglich und so verbrachten wir den Tag in der Stadt Leh. Ja, Leh ist eine Stadt in der Hochwüste des Himalaya und auch die Hauptstadt der Region Ladakh. Liegt auf ca. 3500 Meter Höhe und ist hauptsächlich buddhistisch geprägt. Unser Freund Kay kam auf die Idee, ein Auto mit Fahrer zu mieten und einige Sehenswürdigkeiten anzufahren. So besuchten wir das Tikse Monastery, ca. 20 Kilometer vor der Stadt. Ja, guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 27.08. Und wenn man so aus dem Fenster schaut, sieht man zumindest schon mal Berge, die man gestern nicht gesehen hat. Zwar schneebedeckt und auch der Regen hat aufgehört. Seht ihr, sind wir hier unten an dem Pflaster. Ich hoffe, die Zwangspause ist hiermit beendet und es geht heute weiter und wir können unsere Tour fortsetzen. Ja, guten Morgen. So, wie ihr seht, sind wir schon in der Montur und we waiting. Der Grund ist, wir haben jetzt schon ungefähr 9:15. Motorräder stehen hier. Unser Veranstalter kam jetzt erst vor ein paar Minuten hierher. Wir wussten jetzt gar nicht, was jetzt eigentlich los ist. Wir haben hier auch keine Internetverbindung, Telefon ist ausgefallen. Also wir konnten jetzt auch überhaupt nicht mit denen Kontakt aufnehmen, weil die hier auch nicht übernachtet haben. Ja. Was ist jetzt Stand der Dinge? Stand der Dinge ist, dass auch bei der heutigen Tour die Straße wegen Schnee für Motorräder gesperrt ist. Genau, ganz genau. Wir wissen eigentlich, der Veranstalter weiß nicht, was er tun soll und wir sowieso nicht. Wir wissen es auch nicht, was wir tun sollen und jetzt hat er zu mir gesagt, er checkt es jetzt mit der Polizei. Ob es vielleicht doch geht. Ob es geht. Genau. So,
das war's bis jetzt. So ein kleines Update. Es war gerade der Organisator da und man wartet immer noch, dass die Straße frei ist. Aber es ist alles ein bisschen schwach organisiert, weil wir könnten jetzt schon die Zeit nutzen, die Maschinen sind getauscht worden, der Tank ist leer, dass wir tanken und dass wir zumindest mal zum ersten Checkpoint fahren. 30 Kilometer. Erschwerend kommt halt hinzu, dass es kein Internet hier gibt. Heute ist ausgefallen in der Stadt und ja, und so verdatteln wir Zeit für Zeit und es geht einfach noch nicht weiter. Die zwei diskutieren auch und informieren sich auch. Unser Freund Kay kann zumindest die Sprache. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir bald wegkommen hier. Also wir haben jetzt 12 Uhr und unsere beiden Guides sind jetzt da. Wir können immer noch nicht starten, weil jetzt haben sie angeblich kein Geld, weil kein Internet geht und damit auch kein Bankautomat und sie brauchen irgendwie Geld für Benzin. Und die Stimmung ist alles andere außer gut und ja, irgendwie scheiß Situation jetzt gerade. Und ich hoffe, jetzt ist 12:30, jetzt geht's los und ich hoffe, wir erreichen heute unser Ziel. 160 Kilometer. Ja, bis später. Ja. Genau. Ja genau, wir haben jetzt ein Benzin bekommen. Er kann jetzt auch wieder bezahlen. Da hinten sieht man unseren Guide. Schaut halt trocken aus, jetzt ist halt 12:30, 1:15. Aber schaut gut aus, ja. Good drive. Good drive. Genau. Ja, folgende Situation, wir sind jetzt an einem Checkpoint angekommen. Da vorne sieht man schon, ich möchte jetzt nicht zu nah da filmen. Und es wird sich jetzt entscheiden, ob wir jetzt weiterkommen oder nicht. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann kommen wir nicht weiter. Okay, Kay meint, die kommen also ohne Hoffnung. They came without a hope. Yeah, they came with. I feel that they're coming without a hope. Let's go. He's saying it's closed. Road is closed? Yes. For how many hours? 2 hours, 3 hours? We don't know. We don't know. Can we ask again in a few hours? Yeah. So that's why we are going to have something. Okay. We'll just eat. They want to eat something. Good. Yeah, They yeah, did not okay, have. okay. We'll sit there and let's see. Check again. Maybe we see some bikes going from here and Yeah. then we see. We try again. We try again. Okay. Hello. How are you? So, wir sitzen jetzt in so einem Restaurant. Jetzt gibt es erstmal Vegetable Noodles. Da vorne ist der Checkpoint. And now we have to wait. Und Kay hat Maggi-Nudeln. Maggi with a little bit spicier. There is chili and curry. That's chili. Okay. Red chili paste. This is soya. Soja and that's And this curry. is green chili paste. Im Restaurant haben wir kurz Internet. Wir sehen schreckliche Bilder von der Straße, die wir eigentlich fahren wollten. Es gibt kein Vorwärts mehr. So, jetzt verbrutzel ich noch meine letzten paar Prozent vom Akku. Ja, wir sitzen jetzt hier in einem Dorffest, immer noch. Jetzt haben wir gut gegessen, wirklich gut gegessen. Aber ja, der Polizeipunkt, der Checkpoint macht nicht auf. Und zwar ist jetzt der hinter mir. Der ist der Checkpoint, geht nicht weiter. Ja, und so haben wir zu warten. Tja,
Und wenn es blöd läuft, dann wird es wahrscheinlich der Teppich da drin heute unser Bett werden. Das glaube ich nicht. Wir haben jetzt ein Riesenrad gehabt und unser Guide, der Toni und der Kay und ich, wir haben jetzt beschlossen, die Straße an den Phang Tholo-See als auch zu unserem Ziel, die gibt es nicht mehr. Und wir werden jetzt wahrscheinlich umdrehen müssen, zurück nach Leh. We go back to Leh. And then maybe we come tomorrow here to this destination. Maybe, yes. Yes, but today, a question. But then we can a little bit sightseeing to the stupa on the other side of the mountain. Okay, yeah, you can go and Okay, come back and we come meet. back, yeah, we met, and then we Okay. do some more sightseeing. Okay, do you have fun to drive to the stupa? You can go up to the monastery. There was a monastery over there. Ah, monastery. Yeah, so Yeah. one of the biggest Okay. monasteries. Okay. Yeah. Jetzt wird der Toni ganz stark und nachdenklich. Aber ich zeige euch noch was Schönes. Schau mal her, der Wirt hat extra hier einen Sticker von mir aufgehängt. Also solltet ihr auch mal hierher kommen, denkt an uns. Also jetzt haben wir wirklich unser Adventure. Und jetzt besuchen wir, da oben ist ein Stupa, dieses Denkmal und ein Monastery, also ein Kloster. Und da fahren wir jetzt hin. Genug Gebetsfahnen sind ja da. I know. We do following. I show you. Now I come back, sorry. Right. You will see. Ah ja. Hi friends. Hi friends. So, wir haben jetzt noch ein Kloster hier entdeckt. Eines der schönsten soll es sein, hier im Kreis Leh. Und wer Lust hat, wir sind jetzt ungefähr auf 3,6, 3,7, kann hier noch den kleinen Spaziergang hier hoch machen. Dann bist du ungefähr auf 3,9. Ja, lieber Himalaya, wir merken, du bist eine Naturgewalt, die die Menschen nicht beherrschen. Und somit respektieren wir das jetzt auch, wenn wir jetzt hier an diesem schönen Ort umdrehen müssen und unsere Pläne ändern müssen. Wir akzeptieren das, wir respektieren das und wir werden uns vielleicht irgendwann mal wiedersehen. So Leute, jetzt sind wir genau wieder am selben Hotel, Cosi Villa, wie heute in der Früh, beziehungsweise heute Mittag.
Ja, Da waren wir ja schon lange nicht mehr. aber die Stimmung tut dem keinen Abbruch. So, jetzt gibt es ein Feuer und einen Tee, Kamillentee. Und hallo. Ja, und jetzt haben wir folgende Situation. Gut auf einen Punkt gebracht. Warte mal. Lass den leben. Lost in Lee. Also, unser Guide sagt, der Weg zurück ist zu. The way to Srinagar is closed. The way to Manali is closed. The way to everywhere. Everywhere. We need to get a helicopter from Germany Yes, or genau. private plane from Germany. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Wie es weitergeht und ob es weitergeht, seht ihr demnächst. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2 Wheels for Adventure. Bis zum nächsten Mal.